Herzlich willkommen bei MMA Unfolded. Wir sind hier heute bei Octagon MMA in der Slowakei. Wir haben jetzt versprochen, dass wir euch einige Hintergrundinfos und auch Einblicke hinter die Kulissen geben. Beziehungsweise in diesem Fall heute nicht hinter die Kulissen, sondern genau am Cage. Und deswegen dachten wir machen mal einen kleinen Cage-Rundgang und dahin nehmen wir euch jetzt mit. Wir sind jetzt hier am Cage. Wir sehen, es ist noch alles relativ leer, weil wir sind noch 2 Stunden vor der Veranstaltung. Das heißt, es ist noch einiges an Zeit. Wir haben hier einen Cage, der nur eine Tür hat. Das heißt, die Kämpfer kommen logischerweise hier rein, den Weg, aber sie müssen auch natürlich wieder aus derselben Tür heraus. Normalerweise ist es immer optimal, wenn man 2 Türen hat, weil dann die ganzen Prozesse vereinfacht sind. Du kannst in einer Tür reingehen, bei der anderen Tür raus. Und auch in den Rundenpausen ist es besser, weil du dann die Corners, also die Ecken der Athleten, die Coaches, können dann in 2 Türen reingehen und müssen nicht so weite Wege gehen. Aber jetzt haben wir hier eine Tür, ist auch relativ häufig. Und genau, wir gehen mal ein Stück weiter. Hier sitzen dann in der Regel, wahrscheinlich ist das jetzt hier der Bereich für die Ringgirls. Könnte auch sein, dass hier die Cut-Men, Women sitzen. Und jetzt kommen wir zu dem Bereich schon, wo ich dann häufig sitze. Das ist zum Beispiel einer der Judge-Stühle. Die sollen natürlich immer erhöht sein, weil wenn ich jetzt hier an so einem Stuhl sitze und auch noch weiter weg bin von der gesamten Action, dann habe ich natürlich hier den Ringpfeiler ganz klar im Blick und der verdeckt mir die Sicht. Und andererseits habe ich einen relativ schlechten Winkel und ich muss mich viel bewegen, dass ich überhaupt was sehe. Und wenn ich jetzt natürlich hier sitze, einerseits bin ich viel näher dran, kann die Action viel besser verfolgen. Ich habe einen viel geraderen Sichtwinkel und ich kann auch einfach relativ entspannt durch leichte Bewegungen einfach alles sehen, was passiert. Das heißt, immer sehr, sehr gut, wenn man hohe Barhocker hat und halt nicht normale Stühle. Und was auch oft gemacht wird, wie gesagt, ist Tische dazwischen stellen. Auch das macht eigentlich keinen Sinn, weil als Judge brauchst du zwar eine Unterlage, aber du hast dein eigenes Klemmbrett. Das heißt, du brauchst keinen Tisch, wo du irgendwas drauf schreibst. Gehen wir weiter. Auch hier ist es jetzt gerade noch relativ leer. Hier wird auf jeden Fall der Tisch für die Timekeeper und Scorekeeper sein. Ihr seht hier auch schon, der Laptop ist schon vorbereitet mit der Zeit. Das heißt, es ist hier ein automatisches System, wo man einfach nur noch am Laptop klickt und nicht mehr so typischerweise die Stoppuhren selber bedient. Genau, also hier sitzt dann der Timekeeper mit seinem ganzen Equipment. Hier kommt der Scorekeeper hin, also die Person, die die ganzen Ergebnisse zusammenträgt. Und wenn wir weitergehen, kommen wir jetzt auch schon in die erste Corner sozusagen, also in den Bereich der Coaches. Ihr seht schon den blauen Hocker, also wir sind hier in der blauen Ecke. Normalerweise ist es so, dass immer 3 Coaches zugelassen sind und dann ist hier noch ein 4. Stuhl, damit wahrscheinlich dahinter dann der Inspektor sitzen kann und dafür sorgen kann, dass die Coaches sich benehmen, nicht ständig aufspringen, nicht zu übermäßig coachen, nicht auf die Ringbegrenzung schlagen und all so eine Sachen. Okay, dann relativ unspektakulär. Der Bereich ist hier sehr frei, das ist wahrscheinlich der nächste Judge-Bereich. Wichtig ist dann natürlich auch immer, wir wollen die Judges möglichst breit am Ring verteilen, also möglichst weit voneinander entfernt. Wir wollen ja bewusst 3 verschiedene Perspektiven einfangen. Ja? Also wir wollen nicht, dass jetzt hier 3 Judges nebeneinander sitzen, sondern wir wollen sie möglichst in einer Dreiecksformation rund um den Cage verteilen, damit der Kampf möglichst allumfassend sozusagen aufgenommen wird oder gesehen wird von den Judges. Das heißt, hier ist jetzt der zweite. Hier werden wahrscheinlich daneben auch noch Fotografen und so weiter kommen. Das heißt, es wird hier auch noch voller, als es jetzt ist. Wenn wir weitergehen, hier wird es jetzt schon ein bisschen enger und ist auch schon ein bisschen voller. Das heißt, hier steht einiges an Technik rum. Das wird hier mit ziemlicher Sicherheit die Regie sein unter anderem. Hier werden auch Kommentatoren sitzen direkt. Wir sehen hier schon die Mikrofone und die ganze Technik. Da kommt aber sicherlich noch einiges hinzu. Und an solchen Tischen sitzen dann auch oft die Veranstalter selbst, die Promoter. Genau, also hier ist dann ganz viel Technik aufgebaut. So, dann sind wir auch schon fast rum. Ihr seht hier der 3. Judge-Sitz, auch wieder natürlich erhöht. Und direkt hier neben nochmal ein Kommentatorenteam.
Bei Octagon ist es oft so, dass wir 2 Kommentatorenteams haben, weil einerseits englischsprachig kommentiert wird, andererseits aber natürlich auch in Tschechisch, weil es ist eine tschechische Veranstaltung. Da ist vielleicht noch ganz interessant, weil das jetzt hier direkt nebeneinander steht, ist teilweise suboptimal, weil jeder weiß, man wird natürlich beeinflusst davon, was andere reden oder sagen. Am besten sitzt hier jemand, der kein Tschechisch spricht, und hier sitzen die tschechischen Kommentatoren, damit der Judge nicht hört, was die Kommentatoren für eine Meinung zu dem Kampf haben und dann vielleicht doch irgendwie minimal beeinflusst wird. Das heißt, hier sollte man ein bisschen aufpassen, aber das wird in der Regel hier auch immer gut gelöst. Genau, dann sind wir an der letzten Seite sozusagen, wenn man das so nennen will. Wir haben ja einen runden Cage, aber trotzdem ist das der letzte Bereich. Hier sind wir in der roten Ecke, wie wir sehen, wieder am roten Hocker. Genau, und hier sehen wir jetzt halt auch, was ich vorhin meinte. Die rote Ecke ist in dem Fall um einiges näher an der Tür als die blaue Ecke. Das heißt, ein eintüriger Cage ist nicht optimal, weil du hast dann, die eine Seite muss weiterlaufen, um in den Ring zu kommen als die andere und so weiter und so fort. Hätten wir jetzt da drüben noch eine Tür, könnte die blaue Ecke einfach auch da reingehen. Das wäre einfacher. Aber genau, so sind jetzt die Gegebenheiten und damit kommen wir auch alle klar. Genau. Ansonsten ja, seht ihr hier noch so Kleinigkeiten schon, die Eimer für die Coaches, wo dann auch die Handtücher drin sind, die runden Karten sozusagen für die Ringgirls. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr konntet einige interessante Einblicke gewinnen. Und wenn euch solcher Content gefällt, kommentiert das gerne, liked und abonniert. Und schreibt auch gerne, was ihr für weitere Inhalte wollt im Bereich Veranstaltungen und so weiter und so fort. In dem Sinne, wir hoffen, euch hat das Video gefallen und bis bald.